Ein erstes Indiz dafür, warum die Briten die belastenden Unterlagen dem Nürnberger Gericht nicht übergeben, finden wir im Westfälischen Wirtschaftsarchiv in Dortmund. Nach Kriegsende verfügt die AFA über riesige Rohstoffmengen und einen funktionierenden Maschinenpark. Diese Inventarliste belegt, dass noch während des Krieges die Produktionsanlagen in Hagen und Hannover erheblich erweitert und modernisiert wurden. Quandt hat das Vermögen, das sich in der Kriegszeit erheblich vergrößert hat, unbeschadet ihr rüberbringen können. Und er hat mit diesen Kriegsgewinnen also einen enormen Startvorteil gehabt. Nach ihrem Einmarsch inspizieren britische Soldaten die AFA-Batteriefabriken. Herbert Quandt ist vor Ort. Die Werke sind trotz einiger Bombenschäden funktionsfähig. Die Briten hätten die Maschinen demontieren und als Kriegsentschädigung beanspruchen können. Doch sie entscheiden sich anders. Es befremdet doch ein wenig, wenn dieses Werk von den Alliierten unmittelbar nach der deutschen Kapitulation dazu herangezogen wurde, die eigenen Einheiten, die eigenen Armeen mit Rüstungsgütern, Starterbatterien, U-Boot-Batterien und so weiter zu versorgen. Die Briten erteilen der AFA schon am 22. Mai 1945 eine Produktionsgenehmigung. Das belegt unter anderem das Arbeitsbuch eines AFA-Chefingenieurs aus dem Jahre 1945, in dem er die Zusammenarbeit mit den Besatzern festhält. Und trotz anfänglicher Bedenken der Briten kommt der ehemalige Personalchef Herbert Quandt, der als belastet gilt, ungeschoren davon. Er darf den Konzern weiterführen. Die Verstrickungen seines Vaters werden ebenfalls ignoriert. 1946 kann die AFA bereits einen Umsatz von über 1 Million Reichsmark verbuchen. Die Produktion der AFA war für die Alliierten wichtig. Das wird ein Grund gewesen sein, weshalb man die AFA mit Samthandschuhen angefasst hat und dass über diesem Weg diese ganze Strafverfolgung auf Sparflamme gekocht wurde. Günter Quandt, der bis 1948 interniert ist, hat Glück. Aufgrund des fehlenden Aktenmaterials können die Amerikaner ihn in Nürnberg nicht anklagen. Günter Quandt kann sich nun ungeniert in einem Schreiben an die Behörden als Verfolgter der nationalsozialistischen Regierung darstellen. Nun erzählte er jedem, er wüsste von nichts, hielt sich weder juristisch noch moralisch für verantwortlich. Leute wie er fühlten keine Scham, hielten sich für unantastbar. Die Amerikaner verfolgen den Fall Quandt nicht weiter. Nun muss er, wie jeder andere Deutsche, im Rahmen der Entnazifizierung Rechenschaft über seine Funktion zwischen 1933 und 1945 ablegen. Sein Fall wird von einer bayerischen Spruchkammer übernommen. Zuständig für die Anklage ist der Staatsanwalt beim Bayerischen Ministerium für Sonderaufgaben, Julius Herf. Er ist empört darüber, dass die Alliierten Quandt nicht in Nürnberg vor Gericht gestellt hatten. Doch auch ihm werden die belastenden Unterlagen der Briten nicht zugänglich gemacht. Und so tritt lediglich der Luxemburger Unternehmer Leon Laval für Herf als Zeuge der Anklage auf. Im Gericht sitzt er Günter Quandt gegenüber. Obwohl sich Lavals Aussage und vorgelegte Dokumente auf eine Kooperation Quandts mit der Gestapo beziehen, verliert Herf den Fall. Die peinigenden Erfahrungen, die ein Opfer deutscher Besatzung wie Laval hatte machen müssen, spielten zu diesem Zeitpunkt ganz gewiss keine Rolle mehr. Vorrangig für die Mitglieder der Spruchkammer waren hier ganz bestimmt die Interessen der Wirtschaft. Man glaubte auf jemanden wie Quandt nicht verzichten zu können. Staatsanwalt Herf gibt nicht auf und treibt den Fall Quandt durch 3 Instanzen. Doch, wie auch dieser Brief zeigt, hatte er keine Chance. Sein Vorgesetzter, Staatssekretär Camillo Sachs, trifft sich mit Quandts Anwälten und unterstützt deren Anliegen. Die behaupten nun sogar, ihr Mandant habe sein ganzes Vermögen verloren, obwohl die Fabriken des Industriellen längst wieder steigende Umsätze verzeichnen. Es ist nicht ungeschickt, damit eine Legende zu beginnen. Ich habe so wenig an dem Ganzen, am deutschen Faschismus und am Krieg verdient. So wenig. Ich bin
noch nicht mal Reichsmark liquide, dass ich noch nicht mal die Kosten für den Anwalt und überhaupt meine Entnazifizierungsprozedere aufbringen will. Das ist doch genial, sowas. Zumindest eine clevere Lüge. Das zeigt auch ein Gespräch, das er mit seiner ehemaligen Schwägerin Ariane Scheppert unmittelbar nach Ende des Krieges führt. Der Krieg ist auch für mich furchtbar gewesen. Ich habe sehr viel Geld verloren. Und dann sagte er, ich habe jetzt nur noch 78 Millionen $. Das merkte er gar nicht, was er da sagte. Dass er das zu mir sagte. Ich konnte gar nichts sagen. Ich war völlig sprachlos. Im Mai 1950 enthebt Staatssekretär Sachs schließlich den unnachgiebigen Julius Herf seines Amtes. Der Grund? Angebliche Homosexualität. Auch der Spiegel berichtet. Seine Erfahrung bilanziert der mittlerweile verstorbene Herf erst Jahre später. Es gab unzählige Fälle, in denen die Herren größerer Vermögen mit irgendwelchen Mächtigen sich verständigt hatten und ihr Geld behielten. Ganz abgesehen davon, dass die Alliierten ihre schützenden Hände über so und so viele ganz große Halunken gehalten haben, denen wir nichts tun durften. Die unglaublichsten Leute sind als Minderbelastete oder als Mitläufer durchgegangen, und ich bin überzeugt, wenn Herr Hitler noch gelebt hätte, wäre er auch Mitläufer geworden. Und so stehen die Quandts, ganz anders als die Mehrheit der Deutschen in der Nachkriegszeit, nicht vor den Trümmern ihrer Existenz. Sie können ihr Vermögen von der Diktatur in die Demokratie retten, ohne jemals Rechenschaft über dessen Herkunft ablegen zu müssen. Quandt konnte in den 50er Jahren darauf verweisen, ich bin ordnungsgemäß entnazifiziert worden, ich bin rehabilitiert worden, ich bin unschuldigerweise interniert worden, aber da ich unschuldig bin, hat man mich dann freigelassen, hat man mich rehabilitiert, mir ist dann auch nichts passiert, ich war kein Nazi. Ja. Das war doch eine gute Voraussetzung für einen neuen Start ins sogenannte Wirtschaftswunder. Und bei Herbert Quandt war die Situation nicht viel anders. Er war ja auch leitend tätig. Er war Vorstandsmitglied in einem Unternehmen, das Zwangsarbeiter ausgebeutet hat während des Dritten Reichs, das ein Konzentrationslager auf dem Firmengelände betrieben hat in Hannover. Da fiel es natürlich sehr viel schwerer, sich damit nach dem Krieg auseinanderzusetzen, weil es dann um die persönliche Schuld ging. Die Automarke BMW ist heute das Einzige, womit man die Herkunft des Quandt-Vermögens verbindet. Zur Familiengeschichte im Dritten Reich, zum Erbe von Schuld und Verantwortung äußern sie sich nicht, pflegen stattdessen lieber den BMW-Mythos. Wenn ich mein Vermögen nun analysiere als Konzernchef und feststellen muss, dass ich eigentlich fantastisch weggekommen bin, dass ich besser da stehe als 1935, dann möchte ich das natürlich nicht auf das Konto Zwangsarbeiter gut schreiben und auf das Konto des Zusammenhangs zwischen Zwangsarbeit, faschistischer Regierung und all dem, was dazugehört, Krieg und so weiter. Ne? Sondern das ist ja dann peinlich, wenn das die Grundlage meines Vermögens ist, meines Reichtums, meines Einflusses. Ne? Dann bleibt mir nichts anderes übrig, als eben diesen Mythos zu schaffen.